Am 22. Februar 2023 erscheint die nächste Generation und damit der Nachfolger der 2016 erschienenen PlayStation VR. Was die PlayStation VR 2 in unseren Augen zum besten VR-Headset auf dem Markt macht und warum wir uns so darauf freuen, das erfahrt ihr in diesem Video. Als die PlayStation VR 2016 auf den Markt kam, war schnell klar, dass Sony einen großen Kompromiss eingegangen ist. Das VR-Headset wurde ohne eigenen Controller ausgeliefert und setzte stattdessen auf die alten PS3 Move-Controller aus dem Jahre 2010 als Eingabegeräte und den DualShock 4 Controller der PS4. Fehlende Sticks der Move-Controller und das altbackene Tracking ließen die PlayStation VR oft hinter der Konkurrenz zurückstecken. Auch die Displayauflösung war mit 1080p schon bei Release der Konkurrenz in Form von HTC Vive und Oculus Rift unterlegen. Bei der PlayStation VR 2 geht Sony diesmal keine Kompromisse ein und stattet das Headset mit Features aus, das jedem anderen Consumer VR-Headset ebenbürtig und in vielen Punkten sogar überlegen ist. Die PlayStation VR 2 besitzt ein 4K HDR-Display mit einer Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln pro Auge und damit mehr als die vierfache Auflösung der ersten PlayStation VR. Das ist auf dem Niveau einer HP Reverb G2, einer der Vorzeige-Headsets für den PC, wenn es um das Bild geht. HDR kann die Reverb G2 allerdings nicht und dadurch kann die PlayStation VR 2 Farben und Kontraste viel besser darstellen. Außerdem ist das Display ein OLED-Display, welches leuchtende Farben und perfekte Schwarzwerte erlaubt. Die meisten anderen VR-Headsets setzen nur auf LCD-Bildschirme. Ein größeres Field of View. Je kleiner das sogenannte Field of View, abgekürzt FOV ist, desto kleiner ist das Sichtfeld und ihr habt das Gefühl, eine Taucherbrille auf dem Kopf zu haben. Die PlayStation VR 2 besitzt ein Field of View von 110 Grad und damit ein wesentlich größeres Field of View als die alte PlayStation VR, die nur einen Field of View von 90 Grad vorweisen konnte. Und auch das aktuell beliebteste Headset, die MetaQuest, besitzt ein kleineres Field of View. Inside-Out-Tracking. Das Tracking der PlayStation VR 1 über die PlayStation-Kamera auf dem Fernseher gehört endgültig der Vergangenheit an. Die PlayStation VR 2 verfügt über ein sogenanntes Inside-Out-Tracking. Dazu benutzt es 4 Kameras am Headset, die den Raum um euch herum tracken und somit die Bewegung im Raum erkennen. Das System ist seit der Quest 1 oder Rift S bewährt und bietet ein solides Tracking auf Höhe der Zeit. Eye-Tracking. Die PlayStation VR 2 hat Eye-Tracking an Bord und kann somit die Bewegung eurer Augen verfolgen. Das wird für 2 verschiedene Dinge genutzt. Zum einen, um Dinge mit dem Blick zu steuern bzw. auszulösen, wie ein Menü zu bedienen oder bestimmte Sachen auszulösen, wenn ihr dort hinschaut. Durch das Eye-Tracking kann euer Avatar gegenüber euren Mitspielern auch viel natürlicher wirken. Wofür das Eye-Tracking allerdings noch genutzt wird und was wahrscheinlich viel wichtiger ist, ist das Full-Featured Rendering. Das bedeutet, dass die PlayStation 5 nur das Bild an der Stelle, wo auch hingeschaut wird, sehr scharf rendern muss und in den anderen Bereichen Rechenleistung einsparen kann. Dadurch, dass jeder Entwickler bei der PlayStation VR 2 auf dieses System zurückgreifen kann, sind grafisch aufwendige Titel möglich. Im Lieferumfang befinden sich diesmal eigens für VR entwickelte Controller. Die PlayStation VR 2 Sense Controller. Sie werden vom Headset direkt getrackt und nicht wie bei der PSVR 1 über eine Kamera auf dem Fernseher. Neben den von populären Headsets bekannten Knöpfen sind auch endlich Sticks an den PlayStation VR Controllern und darüber hinaus bieten die Controller einige Alleinstellungsmerkmale. Das sehr präzise haptische Feedback der PlayStation 5 DualSense Controller könnt ihr auch bei den Sense VR Controllern spüren. Und vor allem die adaptiven Trigger, bei denen die Tasten je nach Bedarf einen Widerstand aufweisen, verstärken die Immersion enorm. Zum Beispiel beim Schießen mit einer Waffe spürt ihr den Widerstand des Abzuges. Beim Spannen eines Bogens spürt ihr den Widerstand der Sehne. Headset-Feedback. Das VR-Headset ist in der Lage, durch einen eingebauten Motor gezielte Vibrationen am Kopf zu erzeugen. Nicht nur soll so auch der Motion Sickness vorgebeugt werden, sondern so lassen sich zum Beispiel ein Pulsschlag eines Charakters oder das Vorbeirasen an deinem Kopf tatsächlich spüren. Das ist ein absolut einzigartiges Feature, welches kein anderes VR-Headset bietet. Ein Kabel. Ein kabelgebundenes Headset klingt erstmal nach einem Nachteil, oder? Ist es auch. Aber auch ein umso größerer Vorteil. Durch das Kabel müssen keinerlei Kompromisse bei der Leistung eingegangen werden, wie zum Beispiel bei den Standalone-Geräten Pico 4 oder MetaQuest 2. Es kann die volle Rechenpower der PlayStation 5 genutzt werden, ohne sich Gedanken um Akkukapazität des Headsets oder einer guten WLAN-Verbindung zum kabellosen Übertragen machen zu müssen. Ein geschlossenes System.
Die Entwickler wissen, welche Hardware vorhanden ist und können ihr Spiel voll und ganz darauf optimieren. Im Gegensatz zum PC, wo jeder Benutzer unterschiedliche Hardware und ein anderes Headset haben kann. Ein gutes Beispiel, was eine gute Optimierung in einem geschlossenen System bringen kann, ist das Spiel Red Matter 2, welches auf der MetaQuest 2 mit fantastischer Grafik ihrer PC-Version kaum nachsteht, trotz wesentlich schwächerer Hardware. Sonys AAA Studios. Die Sony Studios haben die letzten Jahre eine Vielzahl enorm guter Spiele herausgebracht. Sony hat die Möglichkeit, ihre großen Marken auf die PlayStation VR 2 zu bringen und damit das Headset enorm zu pushen. Das waren unsere Gründe, weshalb für uns die PlayStation VR 2 das beste Headset auf dem Markt sein wird. Natürlich hoffen wir noch auf viele gute Spiele, die angekündigt werden. Wenn ihr anderer Meinung seid, lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Wenn ihr noch weitere Fragen zur PlayStation VR 2 habt, die wir angehen sollen, freuen wir uns auf eure Vorschläge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und durch ein Abo unseres Kanals verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr. Bis bald und ciao.